Hallo und herzlich willkommen auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal zu einem weiteren Pomade-Review mit mir, dem Flo. Und ich habe die große Ehre, mal wieder einen kleinen Blindflug machen zu dürfen, weil ich darf ein ganz, ganz neues Produkt bei uns jetzt als allererster von uns reviewen. Haben wir gerade erst frisch per Post zugeschickt bekommen, ist jetzt auch seit kurzem in unserem Online-Shop erhältlich. Jetzt, wo ich das Video mache, noch nicht, aber deswegen mache ich das Video jetzt einfach schon mal. Und zwar geht es heute um die neue Auga-Pomade, die Marke, wo auch die Diridari-Pomaden herkommen. Und in dem Fall ist jetzt ganz neu das Poppy Clay. Ihr seht hier die Dose mit einem etwas anderen Etikett als sonst, aber man sieht trotzdem auch die Biene, wie man sie kennt. Auf den anderen Pomaden ist die ja auch drauf. Diesmal in so einem bräunlichen Ton. Und das liegt ganz einfach daran, dass es hier ein Clay ist. Das heißt, eine Pomade, die Tonerde enthält. Hier steht auch Matte Shine drauf. Also nehme ich mal an, dass die einen seidenmatten Glanz gibt. Also seidenmattes Finish oder mattes Finish. Das werden wir gleich sehen, inwieweit die Tonerde da für den Matteffekt sorgt. Und innen drin ist eben auch der Farbton nicht mehr so gelblich, sondern so gräulich-bräunlich. Deswegen auch die Farbakzente inklusive Biene hier oben drauf so bräunlich-gräulich sind. Man sieht auch zwei rote Punkte. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es zwei rote Mohnblüten sind. Und das ist das, was Poppy ja auf Deutsch heißt. Das ist einfach genau der Duft, genauso wie die Poppy Diridari Pomade. Nach süßlich, blumig. Ich weiß jetzt nicht genau, das wird Mohn sein, nehme ich an. Ich weiß allerdings nicht selber genau, wie Mohn jetzt riecht. Ich habe noch nicht so oft an Mohn riechen können. Mich erinnert es persönlich immer an so Brausesüßigkeiten. Also es ist ein sehr, sehr süßlicher Duft, so ein bisschen pudrig. Ja, aber das wird, denke ich mal, auch diese blumige Mohnnote mit drin sein. Und ja, von den Inhaltsstoffen, die möchte ich auch immer kurz noch angucken, ist ganz interessant. Ist ja eine Homebrew-Pomade, also eine handgemachte Pomade, von dem ja auch sind feine Sachen drin, nämlich einfach die Sachen, die in so eine Pomade reingehören. Ein Petrolatum, also Vaseline, Bienenwachs, Mikrowachs, Kaolin als erste Tonerde, dann Lanolin, Rizinusöl, Paraffinöl und dann Bentonit als zweite Tonerde und dann noch Parfüm. Also richtig schön klassisch und sie heißt ja auch, nee, heißt sie nicht, habe ich falsch im Kopf, aber wir sagen dazu auch OB Clay, OB für Oil-Based, weil es nämlich hier kein wasserbasiertes Produkt ist, sondern wie eine klassische übersäte Pomade, nur mit Tonerde mit drin. So. Und was bei der auch ganz cool ist, bei vielen Clays ist es ja so, dass man die Tonerde schon riecht. Das ist so ein erdiger Duft, den man dann hat in der Dose. Und den nehme ich jetzt hier jedenfalls im Moment aus der Dose überhaupt nicht wahr. Also das ist wirklich nur dieser blumig, pudrig, süßliche Duft, den ich jetzt rieche. Auch interessant, hier hinten steht Medium Hold drauf. Und das finde ich auch cool, weil die ölbasierten Clays, die ich kenne, nämlich sind das die von Womanizer, MG-Pomaden und von Lockharts, sind alle ziemlich fest. Und hier haben wir jetzt eine mittelfeste. Deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt. Und ja, werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich sie das allererste Mal in meinem Leben anwende. Freue mich schon drauf. Ich habe gar nichts in den Haaren. Meine Haare sind fast komplett trocken. Ich merke, dass hier hinten noch ein bisschen Feuchtigkeit ist. Ich habe sie gerade frisch gewaschen, aber es ist sonst kein Produkt, kein Build-up, nichts mehr drin. Und dann gehen wir jetzt mal mit dem Finger rein und ja, das ist mittelfest. Hier schält sich so richtig schön die obere Deckschicht raus. Darunter ist es dann ein klein bisschen weicher sogar noch und es ist sehr klassisch Medium. Zieht Fäden. Man sieht, dass die Fluoreszenz so ein bisschen trüber ist, als wenn da jetzt keine Tonerde mit drin wäre. Deswegen nehme ich auch an, dass die dann vom Glanz her in den Haaren nicht so extrem ist wie die anderen Diridari-Pomaden, die wir übrigens auch schon mal reviewt haben. Das müsste da Max gemacht haben. Sieht jetzt da oben einen Link reinkommen. Könnt ihr euch natürlich hinterher auch mal angucken. Breakdown, super easy, keine Flakes, homogene Masse, verteilt sich schön, lässt sich schön aufweichen und aufwärmen. Ich werde jetzt einfach mal den einen Finger voll in meine Haare einarbeiten und das geht auch super easy. Schön den Scheitel auseinanderhalten und betonen. Falls sich jetzt jemand von euch wundert, warum ich jetzt die Pomade nicht in feuchtes Haar reingemacht habe, wie ich es ja sonst eigentlich meistens mache, liegt ganz einfach daran, bei Clays bin ich tatsächlich eher ein Fan von trockenen Haaren, weil dann der Matteffekt noch ein bisschen besser rauskommt, weil das Clay ist ja eigentlich dazu da, um die Feuchtigkeit zu binden und den Glanz zu entnehmen. Und wenn man da vorher mit nassen Haaren, also nasse Haare vorher hat, dann kann es sein, dass dieses Wasser dann einfach dieses Clay schon sättigt und dann kann das gar nicht mehr so den perfekten Matt-Look erzeugen. Ist jetzt allerdings auch so, dass bei den meisten Matte Clays der Matt-Look trotzdem da ist. Also man müsste ein bisschen gucken, das ist so ein bisschen individuelle Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, der Max, der ja auch gerne Clays nimmt, der dann trotzdem lieber in leicht feuchtes Haar. Ich bin aber überzeugt von den trockenen Haaren beim Clay. So, ich mache jetzt einfach mal so eine Clay-Frisur. Ich versuche ein bisschen Textur reinzumachen. Ich versuche so ein bisschen
gar nicht jetzt, vielleicht sogar nur mit den Fingern, gar nicht mit dem Kamm nachzulegen, sondern einfach mal die Haare nur so ein bisschen in Form zu bringen mit meinen Fingern. Ja, und das klappt eigentlich super gut. So, ihr seht, ich nehme jetzt dann doch auch noch mal einen Texturkamm her, um hier vorne so ein bisschen so eine Kammlinienstruktur reinzubringen, aber mehr mache ich gar nicht. Und das ist jetzt eigentlich echt cool. Das ist ein schöner, mittelfester Halt. Ihr seht, es ist immer noch elastisch, es ist jetzt auch nicht angeklebt an den Kopf. Wenn ich so ein bisschen herwackel, wackelt es vielleicht mit. Und vom Glanz her tatsächlich schon ein Stückchen weniger als bei der normalen Diridari. Allerdings nicht hundertprozentig trockenmatt. Also wie auf dem Etikett angegeben, ein seidenmatter Glanz. Das war nämlich etwas, worüber wir uns so ein bisschen gewundert haben, weil Matte Shine draufsteht und das ja eigentlich zwei Begriffe sind, die sich gegenseitig, also Gegenteile voneinander sind. Aber jetzt, wo ich es gerade benutzt habe und mich auch schon vermutet habe, ist es eigentlich genau das. Wir haben nämlich absolut einen matten Shine, matten Glanz, weil es ist auf jeden Fall viel weniger Glanz da als bei der klassischen Pipi-Poppi. Bei der klassischen Diridari-Pomade. Aber es ist nicht komplett matt, nicht so matt wie viele anderen Mattpasten oder Matt-Clays, die es draußen so gibt, sondern hat immer noch so einen leichten Glanz. Also wie gesagt, so eine seidenmatte Geschichte. So, aber jetzt habe ich mal so eine lockere Frisur gemacht. Jetzt würde ich doch noch mal so ein bisschen einen zweiten Finger nehmen und noch mal so ein bisschen die Haare versuchen, etwas mehr anzulegen. Deswegen noch einen zweiten Finger davon raus. Dann schauen wir uns auch mal an, wie dann der Glanz ist, wenn ich einfach ein bisschen mehr noch nehme. Das jetzt auch noch hier einarbeite. Schön von allen Seiten. Schön ist, durch diese ganzen natürlichen Inhaltsstoffe werden die Haare auch super gepflegt und das ist ja leider manchmal so ein Kompromiss, den man vor allem früher machen musste. Wenn du matte Haare haben willst, musst du ein Clay nehmen, was meistens auf Wasser basiert, meistens wieder einiges an synthetischen Inhaltsstoffen enthält. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr dazugekommen, dass es auch mehr ölbasierte Clays gibt, was ich sehr cool finde. Das heißt, man hat matte Haarprodukte, die auch einiges an Haarpflege mit dabei haben. So, dann gehen wir nochmal mit dem Kamm durch und ich mache jetzt mal so ein bisschen eine gekämmtere Frisur. Auch das geht wunderbar. Haare lassen sich schön legen. Also der mittelfeste Halt, den das Etikett verspricht, der ist voll erfüllt. Aber ihr dürft tatsächlich dann auch nicht viel mehr erwarten. Aber mehr will es ja auch nicht sein. Also erwartet nicht den absoluten Klopper an brachialem Betonhalt. Da würde ich eher zu einer Womanizer oder einer MG Matte Clay tendieren. Aber wenn man mit mittelfesten Pomaden gut klarkommt, ist das wirklich super. So, also ihr seht, soll mal den Glanz euch zeigen. Kann sein, dass da hinten noch was absteht. Da muss ich gleich mit dem zweiten Spiegel nochmal meinen Hinterkopf ein bisschen aufräumen. Aber hier dürft schon mal passen. Ich will euch ja den Glanz zeigen. Ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Glanz da, aber bei weitem immer noch nicht so viel, wie wenn ich die normale Diridari-Pomade angewendet hätte. Von dem her macht da die Tonerde auch einen super Job. Ich würde sagen, das ist jetzt schon fast so ein natürlicher Glanz. Wobei man, glaube ich, schon sieht, bei 2 Fingern, dass ich Produkt angewendet habe. Aber ist jetzt nicht so ein krass speckiger, glänzender Glanz. Ist ja auch mal ganz schön. Mögen ja nicht alle so gerne. Auch ich mag die Abwechslung ganz gerne. Von dem her, alles, was draufsteht, ist absolut korrekt und kann ich genauso bestätigen. Es ist ein sehr cooles Clay, es hat einen sehr coolen Duft, hat tatsächlich einen matten Schein und ist eine schöne Medium-ölbasierte Clay-Pomade, was es so bei uns nämlich auch noch nicht gibt. Aber jetzt schon mit der Auga Poppy Clay. Also wenn ihr Freunde seid von mittelfesten Pomaden, von Homebrew-Pomaden, auf jeden Fall kann ich euch die empfehlen, mal auszuprobieren. Von Clays, die nicht hundertprozentig trockenmatt sind, aber auch noch ein bisschen Haarpflege dafür mit dabei haben. Klar, Fans von relativ intensiven Düften würde ich auch sagen, weil der Duft ist jetzt hier überall um mich rum ziemlich süßlich, sehr angenehm, mag ich auch sehr gerne. Also wer so süßliche Düfte gerne mag, klare Empfehlung. Wer den Pomadeshop gerne mag und unsere Videos, unseren YouTube-Kanal, der kann gerne unten auf den Abo-Knopf drücken, wenn er es noch nicht getan hat und auch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Daumen runter. Schreibt dann aber am besten in die Kommentare noch, warum ihr den Daumen runter gegeben habt, dann wissen wir warum und können daran arbeiten. Und schreibt generell Kommentare unter dieses Video, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mit einem anderen YouTube-Video hier auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer Flo.